Widerstand oder die Gegnerschaft, sowohl im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, kommt normalerweise von den Juden, von ihrem religiösen System. Okay. So we have Jesus' death on the cross. Jetzt, wir haben Jesus Tod am Kreuz. And again, Luke and this whole universal aspect of his perspective on the gospel. Und jetzt mit Lukas und seiner universellen Perspektive auf das Evangelium Records Jesus forgiving the Roman soldiers. Berichtet davon, dass Jesus den römischen Soldaten vergibt. And also one of the two criminals who are crucified beside him. Und auch einem der beiden Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt waren. One of them, of course, is mocking, and the other one says, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Natürlich, wisst ihr, einer der Verbrecher verhöhnte ihn, der andere bat, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. And even when Jesus is in such pain and just dealing with the horrible yuck, can you imagine all the accumulated sin of the world, all the sick, demonic things that people end up doing, all is being laid on him, and he's taking the shame and the punishment for it. He can still think of other people. Und es zeigt, dass Jesus selbst in diesem krassen Moment, einmal mit dem ganzen Schmerz, aber auch, stellt euch mal vor, wie das für Jesus war, dass die ganze Sünde der Welt, diese ganzen kranken, dämonischen Dinge, die Menschen so tun, auf ihn gelegt wurde, dass er selbst in diesem Moment noch an andere dachte. Can you remember the two disciples, James and John, arguing about who are going to be on his left and right when he comes into his kingdom? Wisst ihr noch, wie die beiden Jünger das diskutiert haben, Jakobus und Johannes, wer von den beiden wohl zu Jesus rechter und linker sitzen konnte, wenn sie in sein Reich kommen? And okay, they were thinking up in heaven in the future. Sie haben sich das wohl so vorgestellt, ja, wie wird es mal sein dann im Himmel, in der Zukunft? But Jesus actually comes into the glory of his kingdom through the shame of the cross. Aber Jesus kommt in die Herrlichkeit seines Reiches durch die Schande des Kreuzes. And who are on his left and right at the time that he kind of comes into that glory? Und wer befindet sich zu seiner Rechten und Linken, zu der Zeit, wo er irgendwie schon in seine Herrlichkeit hineinkommt? Two totally undeserving criminals. Zwei Verbrecher, die das gar nicht verdient haben. Again, I think, it's the upside down kingdom, isn't it? Da sehen wir wieder dieses auf den Kopf gestellte Königreich. Das verkehrte Königreich. Luke as well, after the resurrection, Nach der Auferstehung hat Lukas auch. Luke gives us this story about the disciples on the road to Emmaus. Da hat Lukas auch die Geschichte von den zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. And I have a lot of sympathy for these guys. Und ich kann diese zwei richtig gut verstehen. You're thinking that this amazing guy that you love and are inspired by and have followed. Wenn du dir das mal vorstellst, dass dieser beeindruckte Mensch, der dich so inspiriert hast, dem du gefolgt hast, And he really does look like the guy who's going to deliver you from all this political mess. Der echt so aussieht wie derjenige, der sich aus dieser ganzen politischen Sauerei irgendwie befreien kann. Suddenly it's all gone completely pear-shaped, if you have that expression. Kind of like and just wrong. Ja. Alles ist einfach nur falsch gelaufen. And I can imagine the storm of emotions that would be in me. It just doesn't add up. I just don't understand this. What was going on? It looks so good. Und ich stelle mir mal vor, was da in mir so vorgehen würde emotional, wenn einfach nichts mehr zusammenpasst, wenn alles so gut aussah. And there would presumably be a lot of pain and grief for a dear friend who's just died a horrible death. Und dann hatten sie wahrscheinlich noch ganz viel Schmerz und Trauer für einen guten Freund, der gerade einen schrecklichen Tod gestorben ist. So they meet this stranger and they can't believe he doesn't know what's happened. A beautiful irony. Jetzt treffen sie diesen Fremden und sie können es nicht glauben, dass er gar nichts davon gehört hat, was gerade passiert ist. Und eine wunderbare Ironie der Geschichte. They proceed to tell Jesus all about it.
Und die erzählen dann Jesus alles, was mit ihm passiert ist. And they just can't see him, their eyes are shut. Aber sie können ihn nicht sehen, ihre Augen sind verschlossen. Sie But können ihn nicht erkennen. their spirits, there's something in their spirits that's burning anyway. Aber dennoch gibt es etwas in ihrem Geist, was brennt. And Jesus when they arrive at their destination, I'm going to leave you now. Und Jesus, als sie dann am Ziel ankommen, sagt zu ihnen, okay, ich verlasse euch jetzt. And so they say, no, please stay the night, and they have this meal, he breaks bread, and they recognize him. Und sie sagen ihm, nein, bitte verbring noch die Nacht hier. Und als er dann das Brot kriegt, da erkennen sie ihn. And I always find that a bit confusing. If they couldn't see him before, then how does that make the difference? Und mich hat das immer ein bisschen verwirrt, wenn sie ihn davor nicht erkannt haben, wie hat das jetzt was verändert? And all right, yes, he breaks bread, but then presumably that was pretty cultural to do anyway around a meal. Okay, er bricht das Brot, aber wahrscheinlich war das in ihrer Kultur ziemlich normal, dass man das beim Essen macht. But there's something that, or Jesus reveals himself, he allows them to see. Aber es gibt irgendwas, was Jesus da offenbart, was er ihnen erlaubt zu sehen. And so I think again, this story, we're left with this story. Und ich denke, wir haben jetzt diese Geschichte. Because although these guys don't fully get it, they pursue him. They say, no, don't leave, stay. We want to hear more, we want your presence. Wo wir sehen, obwohl sie es nicht so voll kapieren, sagen sie doch zu ihm, nein, geh nicht weg, wir wollen deine Gegenwart, wir wollen das verstehen. There's something that Jesus, he wants people to reach out and grab hold of and wrestle with the truth, and that's when the revelation comes. Das ist bei Jesus irgendwie so, dass er möchte, dass Leute ihn packen und nicht loslassen und mit der Wahrheit ringen, bis sie dann zur Wahrheit kommen. Before that, it seems that they were still stuck in probably imposing their agenda, their expectations on Jesus. Es scheint, dass sie zuvor noch versucht haben, irgendwie ihre Erwartungen auf Jesus aufzudrücken. But when they let go of that and just enjoyed this guy's company and listened to him, then they started to get it and they saw it as Jesus. Aber als sie das losgelassen haben und einfach die Gemeinschaft mit ihm, seine Gegenwart genossen haben, da offenbart sich Jesus ihnen. And I can't imagine the journey that their emotions took in that room, from deep despair, fear, grief, to incredulous joy. Ich kann mir kaum vorstellen, wie diese Veränderung ihrer Emotionen so von sich ging, wo sie sich zunächst mal echt niedergeschlagen fühlten und betrauert haben und wie das dann verwandelt wurde in unbeschreibliche Freude. It's kind of, actually, this is more glorious than we ever imagined. Und sie dann gedacht haben, wow, das ist herrlicher, als wir es uns je vorstellen konnten. He hasn't dealt with the Romans, no. Er hat die Römer nicht verjagt, nein. But actually, he's dealt with the root problem of all mankind forever, for eternity. Er hat was anderes verjagt, das Wurzelproblem der ganzen Menschheit, und das hat er beseitigt für alle Ewigkeit. And the incredible joy of just seeing that and just finally beginning to understand what Jesus is about. Stellt euch mal die unglaubliche Freude vor, das zum ersten Mal zu erkennen und zu verstehen, worum es Jesus überhaupt ging. And I think that the Gospels, in a way, if you boil them down to the things we need to believe to get saved, you can miss most of the Gospels out. Ich denke, wenn man das Evangelium irgendwie auf den Punkt bringen möchte, was ist das Wichtige, was wir glauben müssen, um gerettet zu werden, da kann man ziemlich viel weglassen. Because kind of when we get saved, we say, oh, we believe that Jesus was born of a virgin, he died on the cross, he died for my sins, and if I accept that, I'm saved. Wir sagen, okay, ich glaube, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, dass er für meine Sünden gestorben ist, und wenn ich das glaube, dann werde ich errettet. So why do we need most of this stuff in the Gospels? Warum brauchen wir dann noch alles andere in den Evangelien? Why? What do you think? Was meinst du? We could just have a little account like we get in the Creed that says this kind of stuff.
do we need all the stories about healings and things? Könnten wir nicht einfach so eine ganz kurze, knackige Aussage haben, die wir einfach glauben müssen? Warum haben wir diese ganzen Geschichten über Heilung und so weiter? I think in one aspect, if we always got the punchline to a joke and not the build-up, it would never be worth anything. Yeah, absolutely. Very good point. Absolutely. Yeah, carry on, Emma. I think also just because it's not simple. Like the gospel, sure you can summarize it in a sentence if you want to, but it's so much more than that. Something that spans the history of the world should be given respect in this, should be given so many different perspectives, and even that is enough. And also God gave us such a gift when He gave Christ in human form because we can relate so much easier. And so it's speaking to the relationship, it's speaking for more of a future too. Absolutely. Yeah. It's speaking about a quality of life, a relationship. It's every. You can't divide the gospel. The whole thing is the experience. This is the kingdom coming. This is what it looks like. Genau, es handelt von der Lebensqualität, von einer Beziehung, und das kann man nicht einfach von dem Ganzen, was im Evangelium geht, loslösen. Es geht um Gottes Reich, das anbricht. No wonder I kill off interpreters. I just get so emotional. Oh dear. Right, so yes, basically I think the more, I've just loved preparing this time again and getting a little bit more time to spend back in the Gospels and getting fresh revelation about so many things that don't necessarily fit into a teaching, but just to spend time in them. And sometimes I think we move on to the more difficult books and we can sometimes forget to spend time in the Gospels. Und habe es jetzt auch wieder so genossen und geliebt, in der Vorbereitung Zeit mit dem Evangelium zu verbringen, in den Evangelien zu lesen. Oftmals überspringen wir diese recht einfachen Bücher und wollen dann mehr zu den schwierigeren Themen in den Briefen und so gehen. Okay, so I think let's just have a stand up. Don't leave the room unless you need to, but just to stand up to just wake up a bit. Okay, lass uns kurz Pause machen, kurz aufstehen, Füße vertreten, nicht unbedingt den Raum verlassen. One, two, jumping You will do. No way, Jose. My name is not Jose. Where are you getting my name wrong? Fredrickson? Jonah. Yeah. I've already answered. Well, okay, I tried to look at that list, but I cannot understand that list. What day? Wait, over here? Fucking work duties, right? I dropped so many hints. Die Emma hat gemeint, sie hätte gerne noch mehr Platz. Like I have friends who knew which day that their husband would propose, and so they just spent the whole day just being like, just like waiting. They knew? They usually tell. You can usually tell there's like a they get weird, and like you have to plan it. You know what I mean? And so they just spent the whole day just being like just waiting. Yeah, like just waiting. What? What? You know what's funny? So What? this Sunday, What's that, Curtis? Saturday. I just said thank you for providing me with specs. Oh, you're joking? When did I give you that? No, She needs some too. Provide me the. Oh yeah. Whatever you guys need help, I got you. Yeah, I can talking give all you of us? everything. Mama say that I need you some, have more, White stuff. how you say pen, Pain reliever. yeah, pain relievers. And I Find a say spot you have the for really your good size stuff because you're a nurse and you I have can to dose do you really well. I'll get you to the line, but I Yeah, won't it's fucking cross it, right? It's not getting- I saw there was that shirt that I wanted in the States that just said like certified drug dealer, and like that I so just wanted to buy and wear all the time. 'Cause it's true.
Especially like at my old job, I usually juggle meds for like 7 days, like hardcore meds, and I'm just like, okay, well they're still breathing, so you know, like it's fine. Just give me some time to think during class. So I'll just try and pick up a couple of those questions before we make a start on Acts. Ich will jetzt doch auf ein paar dieser Fragen eingehen, bevor wir dann kurz noch zur Apostelgeschichte kommen. Okay, so Jonas's question was the first one, and it was about in Luke 11, Jonas Frage dreht sich um Lukas 11, 9 to 13, Verse 9 bis 13. where Jesus says, I ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you, for everyone who asks receives, etc., etc. Wo Jesus sagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, denn wer bittet, wird erhalten und so weiter. Okay, so that sounds pretty straightforward and clear, Das scheint zunächst mal sehr klar und einfach zu sein. but it is our experience that sometimes we pray and it doesn't happen. Aber es ist Teil unserer Erfahrung, dass wir manchmal beten und das nicht passiert. So what do we do in that? Und was machen wir also damit? Do you have a particular example in mind, Jonas, at all? Thinking more generally. Hast du da ein bestimmtes Beispiel, Jonas, oder hast du da... Ja, allgemein gedacht, weil wenn das passiert ja so, wenn jedes Gebet praktisch erfüllt werden soll und wir das nie erfahren haben, was es nicht hat. I was thinking more generally, because it sounds here like every prayer will always be answered and we never have to make the experience that it doesn't work. Yeah, yeah. Und das ist ja eher andersrum, dass es meistens nicht, also zumindest aus meiner Sicht, dass es meistens nicht klappt. And from my perspective, it's more like it almost never does work. Ob du denkst, dass das falsch ist, dass das irgendwie nicht mehr stimmt oder dass wir das falsch machen oder was ist eigentlich der Grund, warum diese Differenz zwischen dem Versprechen und dass es auch nicht Realität ist? So do you think that this is wrong, that it's not always true, or do you think that we do something wrong, that we don't usually experience it? Where do we get this difference from? Okay, not an easy answer. There are some silly answers, but yes, what do people think? There's some hands going up, so what do people think? Es gibt jetzt keine leichte Antwort darauf, vielleicht ein paar quatschige Antworten, aber was denken die Leute hier? Ich habe ein paar Hände gesehen. Brock? I was just going to share a verse. Okay. James chapter 4, verse 2 to 4 says, You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask wrongly, to spend it on your own passions. You adulterous people, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Yeah. A useful verse to consider with that one. Yeah. Spoken by Jesus' own half-brother as well, so who would be very familiar with Jesus' teaching. Good. Das ist ein wertvoller Vers, der von Jesus Halbbruder Jakobus geschrieben wurde. So that certainly deals with me leaving here and deciding that I fancy buying myself a castle to live in because I've enjoyed it so much, and praying that God will provide a castle for me to live in. Also eine Sache, die hier zum Beispiel, die man hier anwenden könnte, ist, wenn ich das jetzt so genossen habe, die Tage hier zu leben und ich jetzt einfach bete, dass Gott mir ein Schloss schenkt, in dem ich leben kann, einfach weil ich das für mich selbst so toll finde. So James seems to be suggesting, you know, if we're going to be just greedy or selfish, then don't bother praying about those things. Also was Jakobus hier sagt, na gut, wenn du irgendwas betest, was eigentlich selbstsüchtig ist oder so, naja, das kannst du vergessen, das ist nicht gemeint. But we also know that people can pray very, very sincerely for very good things, and they don't happen sometimes. Aber wir wissen auch, dass Leute sehr ernsthaft und sehr gute Dinge bitten können und sie manchmal einfach nicht passieren. What happens if, you know, a family member's sick and I pray and I fast and they die? Was passiert, wenn ein Familienmitglied krank ist und ich bete und faste und sie sterben? That doesn't come into the selfish and, you know, category. Das passt nicht so in die selbstsüchtige Kategorie.
What do we do with that, Wie gehen wir damit um? Emma? I also think you have to think about the fact that like Jesus knows us beyond our simple requests. And so Jesus knows us beyond like the words that we say, but he also knows us deep into our hearts, and God knows us deep into our hearts. And so I would almost challenge this verse that isn't lying. Like it's not like God doesn't give when we seek, but it's more like God gives us what we need. Think about if you have a kid and your kid says, oh, I'm going to pray tonight and I really, really want to eat 5 gallons of ice cream. And as a parent, you're going to say, that's not good for you, so I'm not going to give you that. I'm so sorry, Manu. I just realized I've gone on for 3 sentences. But I'll give you something smaller, and then I'll finish after if you want to get up to that point. Or should I just go Well, on the funny thing is that from the perspective of that kid, those 5 gallons or whatever of ice cream look perfectly perfect. reasonable. Like, Well, you know? Yeah. It seems silly to us because it's obviously not good for the kids. But right. Yeah. But I mean, like, there's been times, I think that God does give us what we desire, the root of our request, but it doesn't look like what we want. Like, there was a time in my life that I prayed very fervently, God, like, I want to know you. And this was a time when I heard God's voice, and I had visions, I had this, and so I was like, so in order to get to know you, God, I want more visions. And then within a week, everything stopped for like 2 years. And in that time, I got to know God so much deeper because I had to learn God without all of those things that were so clear. I had to search for God beyond that. And so he did give me what I asked for. It wasn't just how I asked for it. And so I think you have to be aware that just because he doesn't give you it in the form that you asked for it, doesn't mean that he's not granting your request. It doesn't mean that you're not finding it. I think that's a very important aspect of this question. That's It doesn't cover everything, but yeah, absolutely. I don't think one answer can. ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, dass nicht eine Antwort das komplett abdecken kann. There are many things I've prayed for, and in hindsight, I'm so glad I didn't get them. yeah. Viele Dinge, für die ich mal gebetet habe, sehe ich im Nachhinein, da bin ich so dankbar, dass sie nicht erfüllt wurden. Which certainly makes one make a choice whether you're still going to trust God in the absence of the answer or not. Sicherlich bringt es uns aber einen Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir Gott weiter vertrauen in der Abwesenheit einer Antwort. So I think there are all sorts of, there's understandings of motivation and understandings that God might be doing something bigger and better. Like he didn't exactly answer the free us from the Romans question, but he did something a lot better through that process. Also genau, manche Gedankenansätze, das sind einmal eben, was ist unsere Motivation im Herzen oder eben auch die Möglichkeit, dass Gott unsere Gebete anders beantwortet und vielleicht sogar noch besser. Zum Beispiel hat Jesus nicht diese Gebete, befreie uns von den Römern, beantwortet, sondern hat noch was Größeres getan. I think part of it too is God knows the right time. We feel such an urgency, it has to happen now, I need it now. But because of our limited human view, we don't see the big picture, and God does. And there have been times in my life I've prayed for things, and if God would have given them to me then, it would have been a disaster. He wanted me to have that, but not at that point in time. I think that's another huge factor too, yes. When it comes to people, getting sick and dying, and it's a mum and she's got young kids, that kind of thing is really hard for us to understand, because we know that God can heal and does heal. Wenn es um Menschen geht, die krank werden und sterben, stelle ich mir vor, eine junge Mutter mit Kindern, das ist was für uns einfach nur unverständlich ist, weil wir wissen ja, Gott kann heilen. And people can come up with some really trite and hurtful answers at times like that. Und da geben Menschen da manchmal voll vereinfachende und schmerzvolle Antworten auf jeden Fall. And I don't have good answers to that. I think that
that there is a measure of moving in faith for healing that the church is not doing, and that is part of it. Und auf die Frage habe ich auch keine gute Antwort. Ich denke, teilweise ist es schon so, dass die Gemeinde in dem Bereich nicht so wirklich den Glauben das wirklich auslebt, und es könnte Teil davon sein. But that is absolutely not to say that in individual cases that somebody's died because somebody else or they didn't have enough faith. That is absolutely not the case. Damit aber absolut nicht sagen möchte, ist, dass in einem Einzelfall jemand stirbt, weil jemand nicht genug Glauben hatte. So I think as a church we have responsibility to really be seeking God to be moving in the power that He wants to give us and manifest through us. Ich glaube, als Gemeinde haben wir die Aufgabe, Gott zu bitten, dass wir in seiner Kraft so wirken können, in dieser Kraft und Autorität, die er uns gegeben hat und die er möchte, dass wir sie auch benutzen. But that is not to say, well, that person, in the end we have to trust God. And do our best, pray in faith and trust Him with the outcome. Aber damit können wir nicht sagen, ja, diese Person oder jene Person hat nicht genug Glauben, sondern es ist an uns dran, echt zu beten, als ob es von unseren Gebeten abhängt, und zu vertrauen, dass Gott das benutzt. I've been, over the last couple of years, prayed with groups of friends for people who've been really quite sick and have recovered perfectly. I've prayed for others and have died. Ich habe in den letzten Jahren auch mit anderen zusammen für Leute gebetet, die echt schlimm krank waren und die sich erholt haben. Wir haben auch für andere gebetet und sie sind dann gestorben. So that's a hard one. And I think with those kind of situations we have choices. Und das ist echt hart. Und ich denke, mit solchen Situationen, da haben wir die Wahl. If we look at circumstances, wenn wir uns die Gegebenheiten anschauen, and we choose to let those affect our view of God, und wir erlauben, dass unsere Sicht auf Gott dadurch geformt wird, then our faith will always be very wobbly, just like circumstances are. Dann wird unser Glauben immer sehr wackelig sein, wie es eben so die Umstände, die Gegebenheiten im Leben sind. Or we choose to stand on God's character and the truths of God's character. Oder wir stellen uns auf Gottes Charakter, auf die Wahrheiten über Gott. That He is good, He does love me, and somehow He knows best. Nämlich, er ist gut, er liebt mich und er weiß am besten, was geschehen muss. And we view our circumstances through that lens. Und wir schauen dann durch diese Linse, durch diese Perspektive auf unsere Umstände. Then our faith will grow and we become more mature Christians. Dann wird unser Glaube wachsen und wir werden zu reiferen Christen. It's a bit like athletes train, using resistance. It grows their muscles, and sometimes the resistance of unanswered prayer can grow our faith muscles. So wie Athleten ihre Muskeln durch Widerstand formen und wachsen lassen, so kann es sein, dass unbeantwortete Gebete so ein Widerstand sind, an dem unser Glaube wächst. I should say apparently unanswered prayer. Oder scheinbar unbeantwortete Gebete. Okay, I think that let's just make a start on Acts. I haven't forgotten the other questions, but I'm just making sure we do actually finish what I was asked to come here and do. Ich habe die anderen Fragen nicht vergessen, habe sie mir aufgeschrieben, aber lass uns mal anfangen mit der Apostelgeschichte. Ich möchte durch das durchkommen, was wir ausgemacht haben, was wir diese Woche machen. And we'll pick up a few more hopefully tomorrow. So, und können dann hoffentlich morgen noch so auf ein paar Fragen eingehen. With Acts. I think I understood from what Charlotte said in a phone call to me last week that she talked to you about the Pharisees and the different groups that pop up at this period in history. So I don't need to sort of clue you in on that. I've got a PowerPoint, you can have it if you want. Ich habe mit der Charlotte von letzter Woche telefoniert und sie meinte, sie hätte euch ein bisschen was von Pharisäer und die anderen Gruppen erzählt.
Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich habe es auch in der PowerPoint, die ihr auch bekommen könnt. Okay, so the start of Acts talks about Luke's previous book, which is obviously Luke. Ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, da heißt es,